Mut bedeutet für mich, die eigene Komfortzone zu verlassen, bewusst etwas Neues auszuprobieren, bewusst neue Wege zu gehen und dabei den Bereich der vollkommenen Sicherheit zu verlassen. Mut bedeutet für mich aber auch, aufzustehen, den Mund aufzumachen und für seine eigenen Werte einzustehen und das zu sagen, was einem wichtig ist. Außerdem ist Mut für mich ganz, ganz wichtig im Bereich der Entscheidungsfindung. Ich glaube, ein klares Nein ist immer noch besser als ein unklares Ja. Und das kann man in jeder Situation für sich selbst entdecken, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. In den Bereichen, wo Leute sich wagen, Neues einzubringen, mal einen neuen Weg einzuschlagen, eine neue Idee zur Lösung vielleicht zu generieren, erlebe ich es leider häufig immer noch oftmals so, dass dieses Neue erstmal negativ beäugt wird und irgendwo unangenehm ist und noch sehr viel Zeit rein investiert wird, Argumente zu finden, warum das Neue nicht geht, anstatt die Zeit dafür zu nutzen, das Neue unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, warum wir dadurch nicht uns einen Vorteil erschaffen würden. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass jeder Einzelne im Unternehmen sich auch mal fragt, wann habe ich das letzte Mal meine Komfortzone verlassen? Wenn wir als Mitarbeiter, als gesamte Belegschaft nicht mutig sind, werden wir keinen Vorsprung erreichen. Dann werden wir nach und nach uns in einen Bereich des Stillstands bewegen, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn ich keine neuen Wege gehe, dann habe ich einen Stillstand generiert mit einem Status, den ich verteidige. Und in der heutigen Zeit werden wir dort eher früher als später von anderen überholt werden. Mut darf man nicht mit Naivität vergleichen, ne? Also Mut in alle Richtungen ist auch nicht in jedem Bereich angebracht. Also reden wir über rechtliche Formen, rechtliche Außenbereiche, in denen wir uns nun mal befinden, an die man sich halten muss, dann darf man dort jetzt nicht mutig Grenzen überschreiten, sondern in diesem Rahmen sich zu entfalten und den Input zu bringen, den wir brauchen. Das ist das, was wir eigentlich fördern möchten und wo wir auch auf einem guten Weg sind. Ohne Mut kein Vorsprung. Wir können nur dann einen Schritt weiter sein als andere und einen Vorsprung generieren, wenn wir mutig sind, etwas zu wagen, was jemand anderes noch nicht gemacht hat. Oder etwas Neues auszuprobieren, womit wir noch keine Erfahrungen gesammelt haben. Und darum ist es auch wichtig, dass jeder Einzelne von uns, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sich dessen bewusst wird, dass wir alle in der Lage sind, unseren Beitrag zur Unternehmensstrategie leisten zu können und diese Strategie auch mit zu gestalten.